Hallo. Kannst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Yoon Kim. Ich war in Korea geboren und ich habe in Deutschland studiert und habe ja auch in Deutschland gearbeitet. Erstmal muss ich, glaube ich, erzählen, warum ich nach Deutschland gegangen bin. Während meiner Highschool-Days war ich begeistert von Hermann Hesse, Demian. Und das war die erste Gelegenheit für mich, über an Deutschland nachzudenken. Da habe ich mich weiter interessiert, auch für Hermann Hesse und Goethe und so weiter. Und dann bin ich Studentin geworden, habe ich meine Uni gewählt, weil damals meine Universität von Deutschland als Entwicklungshilfe bekommen hat. Und da gab es eine Möglichkeit, nach Deutschland zu gehen. Und dann habe ich als mein Fach Lebensmitteltechnologie gewählt, weil eben damals Lebensmitteltechnologie noch weitere Zukunft haben würde in Korea. Und dann habe ich in Korea-Universität studiert und da habe ich gleichzeitig Goethe-Institut besucht bis Mittelstufe 2. Und in der Zeit habe ich mich beworben in Deutschland und von verschiedenen Universitäten habe ich Zulassungsbescheid bekommen. Und von der TU Berlin, dann bin ich nach Berlin gegangen. Dann habe ich in Berlin Biotechnologie und Hefe- und Brennereitechnologie und Getreidetechnologie und solche Fächer studiert. Dann habe ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Und hauptsächlich habe ich Projekte mit Industrien für Hefeindustrie oder Lebensmittel und auch Umwelt related Industrie habe ich zusammengearbeitet, Projekte gemacht und dann bin ich nach Korea gekommen und in Korea habe ich als Professorin in Sejong-Universität gearbeitet und letztes Jahr emeritiert, bin ich jetzt Professorin Emeritus in Sejong-Universität und nach dem Retirement arbeite ich weiter, berate ich verschiedenen Organisationen, Firmen und auch vielseitig bin ich beschäftigt und möglichst möchte ich gerne für die Gemeinde auch viel arbeiten. Das Dankeschön. Hört sich ja richtig interessant an. Seit wann bist du denn Mitglied in unserer Gemeinde? Ja, ich glaube, das war das Jahr 2021, wo Pater Benedikt hier angefangen hat. Da habe ich auch angefangen, in der Gemeinde zu sein und regelmäßig Messe teilzunehmen. Und was verbindest du mit unserer Gemeinde? Also es ist so, meine Heimat ist, biologische Heimat ist Korea. Und wenn ich nachdenke, dass ich lange Jahre lang in Deutschland verbracht habe, also nicht nur verbracht, sondern studiert und gearbeitet habe, da habe ich viel gelernt. Und Deutschland ist für mich wie Heimat. Und wenn ich zur Gemeinde komme, das ist wie ein Stück von meiner Heimat. Und irgendwie freue ich mich darüber, in der Gemeinde zu sein oder bei der Messe zu sein. Damit hast du ja schon zu großen Teilen unsere nächste Frage beantwortet. Was ist für dich Heimat? Möchtest du noch etwas hinzufügen? Ja, Heimat. Ich habe ja auch viel nachgedacht. Nachdem ich aus Deutschland zurückkam, vermisste ich natürlich Deutschland. Auch viele Sachen, was ich erlebt habe, worüber ich viel nachgedacht habe. Wie ich gesagt habe, biologische Heimat und auch, würde ich sagen, philosophische Heimat oder sagt man Geist und Seele. Und man wächst nicht nur biologisch, sondern auch, man wächst auch geistig und seelisch ständig. Im Moment versuche ich oder bemühe ich mich,
weiterzugehen. Und in Deutschland habe ich viel gelernt und deswegen fühle ich mich wie Heimat und definiere ich Heimat als in diesem Sinne. Und wenn sich nun jemand für unsere Gemeinde interessiert, was würdest du dieser Person gerne mitteilen? Als erster wirklich gewisse Verbindlichkeit sollte man selbst finden können. Darüber kann man viel sprechen, Sprache und dieses, jenes. Aber als erster, ob diese Person gewisse Verbindlichkeit zur Gemeinde haben könnte. Und wenn ich so beurteile, würde ich zweitens, also sofort empfehlen und in die Kirche mitbringen und in die Gemeinde mitbringen, damit wir weiter wachsen können mit unserer Heimat. Dankeschön.